Hallo, liebe Freunde der schönen Düfte. Erst einmal wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr 2021. Bestimmt werden uns die außergewöhnlichen Festtage und der Jahreswechsel noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Genau wie das gesamte Jahr 2020 und die immer noch anhaltende Situation. Eine Situation, welche uns allen geschäftlich und privat so einiges abverlangt. Aber schauen wir hoffnungsvoll nach vorn und vertrauen darauf, dass sich alles bald wieder normalisieren wird. Ich persönlich bin mir allerdings sicher, dass es nie wieder so sein wird wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Wissen wir doch jetzt, wie schnell ein winziges Virus alles auf den Kopf stellen kann. Heute möchte ich euch ein Thema näher bringen, wo es um die heilenden Kräfte aus der Natur geht. Aber keine Angst, es geht nicht um Kräuterheilkunde oder um irgendwelche Hexenwerke, sondern um die wissenschaftlich belegte antibakterielle und antivirale Wirkung einiger ätherischer Öle und deren Inhaltsstoffe. Wir als Reima Air Konzept haben uns schon vor mehr als 20 Jahren mit dem Thema der Raumluftverbesserung und der Beseitigung von Krankheitskeimen in der Raumluft befasst. Damals konnte noch keiner von uns ahnen, dass dieses Thema heute aktueller denn je sein wird. Die Frage ist also, wie kann ich mich besser gegen Ansteckung durch Viren und Bakterien in der Raumluft und auf Oberflächen schützen und dabei gleichzeitig die Raumluft verbessern? Nun, die eine Lösung wäre das regelmäßige Lüften der Räume, das sogenannte Stoßlüften. Aber das geht auch nicht immer und in einigen klimatisierten Gebäuden lassen sich die Fenster nicht einmal öffnen. Die andere Lösung ist, auf die Heilkraft der Natur zu setzen. Inzwischen belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien die antivirale und antibakterielle Wirksamkeit etlicher Inhaltsstoffe der ätherischen Öle. Im ersten Quartal 2020 hat Reima Air Konzept eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, die Keimreduzierung auf Oberflächen durch den Einsatz von ätherischen Ölen nachzuweisen. Das beauftragte Labor kam zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der krankheitserregenden Keime signifikant um über 90% gesunken sind. Um also besonders in hochfrequentierten Räumen die Dichte an Krankheitserregern in der Raumluft zu verringern, ist es wichtig, die infektiösen Viren und Bakterien bereits in der Raumluft zu bekämpfen. Einige der wichtigsten Vertreter ätherischer Öle, welche über ausgezeichnete, desinfizierende und keimreduzierende Eigenschaften verfügen, möchte ich euch hier benennen. Natürlich immer vorausgesetzt, es handelt sich dabei auch um 100% reine ätherische Öle. Dazu gehören insbesondere Latschenkiefer, Ingwer, Rosmarin, Salbei, Eukalyptus, Zitrone, aber auch Thymian, Lemongras sowie Teebaumöl, um nur einige zu nennen, und natürlich mein persönlicher Favorit, der Lavendel. Ich liebe diesen Duft und werde in einem späteren Beitrag mal genauer auf diesen, ich möchte behaupten, auf diese Wunderpflanze eingehen. Aber wieder zum Thema. Wenn uns also die Natur so einige wirkungsvolle ätherische Öle zur Verfügung stellt, so ist doch trotzdem so mancher Duft oder sagen wir Geruch nicht jedermanns Geschmack. Aus diesem Grund habe ich in unserem Labor 4 neue Duftkompositionen kreiert. Das heißt, ich habe unterschiedliche ätherische Öle vermischt und dabei kam es mir nicht nur auf die Wirkungsweise der einzelnen Öle an, sondern auch auf die jeweilige Dosierung. Und so wie eine Medizin, die helfen soll, auch mal bitter schmecken darf, so sollte man bedenken, dass der Fokus einer ätherischen Duftkomposition woanders liegt und nicht wie ein frischer Designerduft riechen wird. Living Mind, um nur ein Beispiel zu nennen, von den 4, ist eine Mischung aus Fichte, Latschenkiefer, Orange und Lemongras. Ihr dürft euch freuen, die 4 speziellen antiviralen und antibakteriellen Duftkompositionen von Reima sind schon in unserem Duftprogramm und sofort lieferbar. Wollt ihr mehr über die Düfte erfahren? Den Link dazu gebe ich gleich noch bekannt.
Ihr werdet euch fragen, wie und in welcher Weise bekomme ich die ätherischen Öle überhaupt in die Raumluft? Nun ja, beispielsweise mit unseren autark arbeitenden Duftgeräten aus der Aromastreamer-Reihe. Mit diesen Geräten ist es möglich, die ätherischen Öle von Reimarom durch eine mikrofeine Vernebelung an die Raumluft abzugeben. Das Ganze basiert dann nach dem schonenden Prinzip der Kaltvernebelung. Mit dieser Technologie bleibt die Natürlichkeit und die Wirkungsweise der Öle zu 100% erhalten. Sie werden also weder erhitzt, noch werden sie als Aerosole versprüht. Fassen wir zusammen. Werden Räume mit modernster Technik und entsprechenden Ölen aromatisiert, sinkt die Belastung der Raumluft durch Bakterien, Viren und Pilzen drastisch. Zugleich stärken die ätherischen Öle das Immunsystem, fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden, steigern die Lebensfreude und kurbeln somit die Selbstheilungskräfte an. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Thema haben, schaut einfach unter www.duftmarketing.de unter der Rubrik Hintergrundwissen im Bereich antibakterielle und antivirale Düfte nach. Hier findet ihr weitere Informationen und auch die Links zu den entsprechenden Studien oder ihr schreibt mir an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Ich beantworte eure Fragen sehr gern. So, meine Freunde der schönen Düfte, das war's wieder mal von mir. Wie immer zum Schluss noch ein Duftzitat, diesmal aus Arabien. Wer nie jagte und nie liebte, nie den Duft der Blumen suchte und nie beim Klang der Musik erbebte, ist kein Mensch, sondern ein Esel. In diesem Sinne verbleibe ich mit duftenden Grüßen aus Narane, euer Jens.